Hej allihopa och välkomna till TSConf EU in Malmö, Sverige. Und ich mache jetzt auf Deutsch weiter. Ich wollte euch jetzt hier mal ein bisschen mitnehmen und zeigen, wie das so ist oder war, weil das ist jetzt auch meine erste Konferenz. Also nicht nur erste PSConf, sondern überhaupt erste Konferenz ever. Und wenn ihr auch noch nie bei irgendeiner Konferenz wart, dann ist das vielleicht auch mal interessant zu sehen, wie das so ist, was so abgeht. Also, zur Konferenz selber. PSConf, der Name sagt schon, PowerShell Conf EU, also Europa ist die PowerShell-Konferenz in Europa, findet einmal im Jahr statt. Immer so an wechselnden Orten. Dieses Jahr in Malmö in so einem Hotel, Clarion Hotel. Die Konferenz geht eigentlich am Montag los, aber ich bin schon am Sonntag angereist. Einfach um am Montag dann noch schön fresh zu sein. Und die Ticket-Registration, die ging dann auch schon am Sonntag los und habe dann auch schon direkt ein paar Leute getroffen. Ein paar, die ich schon online kannte, ein paar nur so vom Namen her mal gelesen und auch ein paar komplett neue Leute. Und alle super nett und freundlich. Das ist natürlich alles hier international, also im Grunde alles auf Englisch, aber auf den Badges steht zumindest in der Theorie bei den meisten Leuten dann drauf, welche Sprachen die sprechen. Also bei mir hier Deutsch und Englisch. Trotz des schwedischen Intros habe ich bei mir nicht Schwedisch draufgeschrieben. Aber ja, ist auf jeden Fall entspannt und cool mit den Leuten. Zu Beginn gab es dann noch eine echt cool gemachte Eröffnungszeremonie. Look into the light. Bring the sunshine. Because behind every dark cloud, there's a rainbow. Und ich glaube, die wird nicht auf YouTube gestellt, aber alle anderen Vorträge, alle Sessions gibt es sonst später auf YouTube auf dem PSConf EU Kanal. Das dauert aber ein paar Wochen, bis sie da alle Videos durchprocessed haben und so weiter. Also wenn ihr Bock auf ein paar PowerShell-Vorträge habt, dann schaut auf jeden Fall auf den Kanal rein und ich verlinke den natürlich auch nochmal. Und das finde ich auf jeden Fall auch gut, weil auch wenn ich jetzt hier vor Ort war, teilweise sind so 3, 4 Sessions gleichzeitig, die alle mega interessant sind und man kann halt nur eine angucken. Und also ich werde auf jeden Fall auch in die Aufzeichnung reinschauen. Abgesehen von dem offiziellen Programm gibt es dann hier noch so einen großen Aufenthaltsraum im Erdgeschoss, wo es dann zwischendurch auch nochmal Getränke, Kaffee, Limonade, Wasser und so weiter gibt, manchmal auch ein paar Snacks. Es gibt ja auch so eine Art Games Room. Kicker, Ping-Pong, Airhockey. Und auch die Stände von den Sponsoren, offizieller Stand von der Konferenz, wo man sich das Konferenz-Merch abholen kann. Und von den Sponsoren gibt es auch verschiedenes T-Shirts, Swag, Aufkleber und so weiter. Also ich habe hier ein paar T-Shirts und ein Mauspad und mein Laptop hat ein paar neue Aufkleber bekommen, also bockt auf jeden Fall. Also und außerdem gibt es hier in diesem Raum noch eine Open Stage, wo zwischen den Sessions, also zwischen den normalen Sessions, jeder auch mal so sich auf die Bühne stellen kann und da kurz mal so 10, 15 Minuten ein bisschen was zeigen, erzählen kann. Auch eine coole Idee. Frühstück und Mittagessen war jetzt hier immer organisiert im Hotel, also von der Konferenz dann mit und war echt gut, also kann man nichts sagen. Geil. Und ich habe auch schon von anderen Teilnehmern gehört, die öfter auf einer PSConf war, dass das aber auch so ein bisschen Standard ist, also dass das Essen auf der PSConf immer ziemlich gut ist. Abendessen ist dann so zum Selbstorganisieren. Gibt ganz viel hier natürlich in der Umgebung, ist in der Nähe vom Malmö Hauptbahnhof. Und dann kann man sich entweder selbst alleine was holen oder wenn man Bock hat, dann kann man sich auch mit anderen Leuten connecten und zusammen irgendwo hingehen. Am Dienstag gab es dann noch das Community Dinner, was auch von der Konferenz organisiert war und mit im Ticketpreis enthalten ist, wo dann alle dann zu so einer Location hier relativ in der Nähe hingegangen sind, wo es dann auch mal Buffet gab und Getränke und alles, so eine kleine Party dann für alle Leute. Und ich bin eigentlich nicht so der Partytyp, aber war trotzdem ganz nice. Ein paar neue Leute kennengelernt, ein bisschen länger mit denen geschnackt und coole Sache auf jeden Fall. Und in weiser Voraussicht hat dann das Programm am Mittwoch dann ein bisschen später angefangen, also um 10 statt um 9. Abgesehen von den normalen Sessions gab es dann auch noch so ein Poscher-Kutscher-Format, wo die Leute 20 Folien zeigen, Arts 20 Sekunden, also wechselt immer automatisch. Also da müssen die Leute schon echt krass aufpassen, dass sie das Thema gut auf den Punkt bringen. Und das ist auf jeden Fall auch ein cooles Format und für die Leute, die da teilgenommen haben, also die so einen Talk gehalten haben, gab es auch noch mal ein bisschen Goodies und alles und hat gebockt und ich hätte auch Bock, auch mal so eine Session zu halten, aber es ist, glaube ich, schwierig auch, das alles gut runterzubrechen. Dieses Jahr gab es nämlich auch leider dann nicht so viele davon, nur 3 Vorträge und eigentlich wäre noch ein bisschen mehr Zeit gewesen, dass auch mehr Leute hätten machen können. Ärgere ich mich jetzt ein bisschen, dass ich da nichts eingereicht habe. Aber vielleicht nächstes Jahr. Und dann Mittwochabend hat mich Andrew Pla dann auch noch spontan gefragt, ob ich Bock habe,
bei so einem kleinen Online-PowerShell-Meetup mitzumachen, was er, ich glaube, jede Woche veranstaltet. So ein bisschen PowerShell-Community-Demos und ich habe dann auch nochmal ein kleines Modul gezeigt im Livestream. Hat auch gebockt. Und Andrew macht das schon echt ziemlich gut. Also wenn ihr das mal angucken wollt, ich verlinke das natürlich auch unten. Der arbeitet bei PDQ und macht ganz viel auch für die PowerShell-Community. Und mittlerweile bin ich wieder zu Hause, immer noch leicht fertig. Ich schneide euch jetzt noch so ein paar random Clips rein von der Konferenz, dass ihr einfach noch so einen kleinen Überblick bekommt, ohne jetzt noch groß irgendwas dazu zu kommentieren. Und ich hoffe, ihr fandet es interessant oder nützlich. Falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und ansonsten schon mal danke fürs Reinschauen. Haut rein. Very mindful of the changes that we take into PowerShell. PowerShell is a very mature. Okay, you throw them one by one. And there are also some cookies left in here. So, after object experimentation ended up being in row expression because that allows you to pre-provision the command line. You could use that for logging, you could use that for troubleshooting. Different person running here on the hypervisor host. And I can run, for example, get VM and I can see my VMs. Saying everything I have globally configured for my own sessions. In the very bottom, I have a line, couple of lines saying. We can do some trickery to try and extract the metadata from that type. Don't want group policies applying to trading computers during the day. There's no great way to control that. This will not be like a basic run space tutorial. That's what you say. Maybe that's what you say. You are the ones that you know that you live in the house. Und es ist Donnerstag, letzter Tag. Ich bin auf dem Weg zur letzten Session. Nicht letzten Session, aber auf dem Weg zur nächsten Session. Bin ein bisschen spät dran, weil ich jetzt hier eben noch in die Kamera gelabert habe. How else is happening? Where is it happening and why? First of all, implementing it for on command is quite simple. After a function, So as you can see, we checked a little bit today. It's been so many years in a row that I missed my feet. So, heute gab es dann noch ein paar weitere Sessions und auch ein paar Community-Sessions, wo so kurze 5 Minuten Demos von Leuten aus der Community gezeigt wurden und dann Abschlusszeremonie und Ankündigung schon für nächstes Jahr. Wird in Deutschland stattfinden, in Wiesbaden. Und ich denke mal, ich werde dann da auch hingehen. Ich hab Bock. Vielleicht sehen wir uns ja dann. Danke Malmö. Hey do.